Moin! Eigentlich jeder, der eine Solaranlage hat, kennt das Problem. Vor allem im Sommer wird deutlich mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Der Rest wird meistens gegen wenig Geld eingespeist oder sogar umsonst. Beim Balkonkraftwerk kriegt man gar nichts. Und das bei einem deutschen Stromnetz, das an heißen Sommertagen schon aus allen Nähten platzt, weil zu viel Strom da ist und an anderer Stelle sogar abgeschaltet werden muss. In diesem Video versuche ich, die Möglichkeiten für alle abzudecken, egal ob kleines Balkonkraftwerk oder große 10 Kilowatt Peak-Dachanlage. Ich habe die Optionen nach Sinnhaftigkeit und dem, was man damit verdienen oder sparen kann, sortiert. Gleich ein Spoiler: Eine Lösung für alle gibt es nicht, aber vielleicht ist was dabei, das für euch passt. Und schreibt eure Ideen sehr gerne in die Kommentare. Fangen wir ganz unten an, mit 2 Ideen, die sich auf dem Papier interessant anhören. Crypto-Mining. Laut ChatGPT sind da noch 12 Cent pro Kilowattstunde drin. In meinem Versuch mit einem kleinen Miner habe ich aber nur 5 Cent rausgekriegt. Dazu kommt, die Hardware ist teuer, veraltet schnell und weil die Sonne im Winter nicht scheint, steht die Kiste das halbe Jahr still. Selbst mit gebrauchter Hardware rechnet sich das kaum. Vor allem, wenn man das ins Verhältnis zur entronnenen Einspeisevergütung setzt. Ähnlich kurios: Strom in Lebensmittel umwandeln. Also einkochen, einfrieren, Brot backen. Klingt witzig, ist für ein Balkonkraftwerk vielleicht ein nettes Hobby. Für eine große Dachanlage absolut ungeeignet. Außer man macht wirklich eine Großbäckerei draus. Natürlich versuchen wir alle, Waschmaschine und Spülmaschine laufen zu lassen, wenn die Sonne scheint. Aber das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Selbst mit einem Batteriespeicher ist er im Sommer schnell voll und der Überschuss bleibt. Heizen fällt im Sommer flach. Im Frühjahr und Herbst geht das mit einer Wärmepumpe ganz gut. Aber nicht jeder hat eine. Poolheizen wäre auch eine Option. Aber nicht jeder hat einen Pool. Klimaanlage klingt logisch, wenn die Sonne scheint und es draußen heiß ist. Aber mal Hand aufs Herz. An wie vielen Tagen im Jahr ist es in Deutschland wirklich so heiß, dass man sie wirklich braucht? Kommen wir zu Platz 3, der eine extreme Rendite hat, aber nur für eine sehr kleine Zielgruppe funktioniert. Legaler Eigenanbau von Cannabis. Rein rechnerisch, wer die maximal erlaubten 3 Pflanzen mit eigenem Solarstrom aufzieht, spart sich den Einkauf. Auf die Kilowattstunde umgerechnet komme ich da auf 1 bis 2 Euro Ertrag, je nachdem, wie viel man über Batterien zwischenspeichert. Das schlägt alles andere. Aber das lohnt sich natürlich nur für den eigenen Bedarf. Verkaufen ist und bleibt strafbar. Und für eine große Dachanlage reichen 3 Pflanzen natürlich auch nicht aus. Bevor wir zu meinem Favoriten kommen, noch eine Idee, die eigentlich das Grundproblem lösen würde. Denn eigentlich ist die Lösung für das Überschussproblem offensichtlich. Wenn ich zu viel Strom habe und mein Nachbar gerade welchen braucht, warum kann ich ihn ihm nicht einfach geben? Technisch wäre das kein Problem. In Deutschland scheitert es aktuell eher an Regeln, Bürokratie und daran, dass unser Stromnetz und die Gesetzgebung nicht dafür gebaut wurden, dass Millionen Menschen gleichzeitig Strom produzieren, abrechnen und untereinander handeln. Trotzdem tut sich gerade einiges. Unter dem Stichwort Energy Sharing entstehen immer mehr Modelle, bei denen Solarstrom innerhalb von Nachbarschaften oder Hausgemeinschaften genutzt werden kann. Und wer hätte es gedacht, mein absoluter Favorit ist die Mobilität. Schon mit einem Balkonkraftwerk kann man das E-Bike laden. An einem sonnigen Tag mit viel Überschuss schafft man damit locker 150 Kilometer. Quasi geschenkt. Bei einer großen Dachanlage bietet sich ein E-Auto an. An einem Top-Sommertag produziert eine 10 Kilowatt Peak-Anlage bis zu 50 bis 60 Kilowattstunden Überschuss. Das reicht für über 300 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich: Ein Benziner verbraucht auf 100 Kilometer ungefähr 7 Liter. Das E-Auto braucht für die gleiche Strecke ab Steckdose etwa 20 Kilowattstunden. Strom, den man sonst für knapp 8 Cent eingespeist hätte. Richtig interessant wird es mit bidirektionalem Laden. Einige neuere E-Autos und Wallboxen können den Strom abends wieder ans Haus abgeben. Das Auto wird also auch noch zum Speicher. Falls ihr andere Ideen habt oder selbst was ausprobiert habt, schreibt das gerne in die Kommentare.